CMT in Stuttgart, zusammen mit Carsten Pries. Grüß dich, Carsten, guten Morgen. Guten Morgen, Sven, hallo. Ja, es ist 10 Uhr, es ist Dienstag, ein bisschen ruhiger, muss man sagen. Das Wochenende hat euch sehr gefallen, oder? Ja, Wochenende war voll. Unter der Woche ist in der Regel immer ruhiger auf der Messe. Gestern war es sehr ruhig. Mal schauen, was der Tag heute bringt. Ja, du bist professioneller Instructor, so muss man sagen. Arbeitest bei Bimobil, machst Angebote und Beratung und allem drum und dran. Das Ganze auch schon recht lang. Die Fahrzeuge können mehr, als man glaubt. Das ist so. Das sind zwar Schlechtwegefahrzeuge, aber du sagst, wenn man fahren kann, dann kommt man sehr, sehr weit. Das Fahren lernen kann man auch bei euch, oder? Fahren lernen kann man auch bei uns. Wir bieten für unsere Kunden an, einmal das Anfängerfahrtraining im Bereich Offroad, immer im Juni nach der Messe in Bad Kissingen. Und jetzt auch neu seit letztem Jahr ein fortgeschrittenes Fahrtraining, wo es dann richtig ins ernsthafte Geländefahren reingeht. Ja, das Problem sitzt meistens vorne links. Sehr schön, das stimmt. Der Popometer, das ist oft so das Problem, dass Leute sich das nicht trauen. Ich habe ja schon gefilmt, wie fährt man Fahrradtraining in Bad Kissingen. Ich grüße dich, guten Morgen, Simone. Das ist ein Kirschrot und hinter dir, wenn du mal gerade links bei mir zur Seite trittst, dann werden wir mal das komplett freilassen, ist eines der geländegängigsten Fahrzeuge seiner Klasse. 3 Sperren. Ich habe wirklich auch hier eine Bodenfreiheit, die sensationell ist und eine Gewichtsverteilung, die optimiert ist bei dem Fahrzeug. Hinzu kommt ein hochfester Rahmen und da wird uns der Carsten ein bisschen was erzählen. Diese Fahrzeuge, die hier sind Kult mittlerweile weltweit. Die Fahrzeuge von Bimobil sind quasi Branchenstandard geworden. Viele kopieren euch. Das Original steht hier, korrekt? Ja, lässt sich so sagen. Boah, jetzt habe ich eine riesen Anmoderation gemacht und ja, Understatement. Ihr habt immer so ein paar Sachen verändert. Man kriegt das Ganze natürlich auch zum Beispiel mit so einem Gadget obendrauf, was du hast, gelasert. Aber das hier ist der typische Rohrrahmen. Was hat der für eine Funktion, das Rohr oben drauf? Das ist klassisch für uns ein Astabweiser. Damit schütze ich also alles, was am Dach montiert ist, Dachhauben, Solaranlagen. Wir nutzen es auch noch als Halterung für Zusatzscheinwerfer, wenn wir einen Fernscheinwerfer oben drauf machen. Das heißt, dieses andere Design ist einfach, anderes Design oder hat das eine andere Funktion? Es hat auch dieselbe Funktion, ich schiebe damit auch die Äste übers Dach. Ja. Es gibt das Design auch für das rote Fahrzeug, korrekt? Natürlich. Okay, das gibt's so. Die Konfiguration ist bei euch relativ einfach. Ihr habt, entsprechende Formen des Aufbaus. Es gibt verschiedene Fahrzeuge. Was habt ihr alles an Fahrzeugen im Programm? Es geht los von den kleinen Huskies, Absetzkabinen auf den Pickups bis 3,5 Tonnen. Geht weiter mit dem kleinen Sprinter bis 4,1 Tonnen in verschiedenen Konfigurationen. Dann Sprinter bis 5,5 Tonnen mit Alkoven. Und dann gehen wir weiter mit den Ivecos. Verschiedene Aufbauvarianten mit oder ohne Schlafalkoven. Bis zu 7 Tonnen hoch. Und dann geht es in die LKW-Klasse. Ja, Iveco Daily 4x4, schwer zu kriegen, muss man sagen. Ihr habt alles, glaube ich, vorgeordert, was es gibt bei denen. Die Fahrzeuge sind unglaublich geländegängig, sind bei der Armee im Einsatz, zum Beispiel in der Schweiz. Ja, die Schweiz setzt sie ein, Italien setzt sie ein. Also viele Armeen auf der Welt setzen das Fahrzeug ein, auch Rettungsdienste. Da ist er auch gern gesehen. Man sieht es in Deutschland nicht so oft, muss man sagen, weil du brauchst einen anderen Führerschein dafür. Ja, du brauchst die C1 oder die alte Klasse 3. Bis 7,5 Tonnen der Führerschein. Das Fahrzeug hat 7 Tonnen Gesamtgewicht. Ihr habt die Originalfelge drauf, das macht auch Sinn, die kriegst du weltweit, wenn mal irgendwas kaputt ist. Das ist ein hochgeländegängiger Reifen, da geht natürlich noch mehr, aber das ist ein guter Allrounder hier drauf. Das ist ein sehr guter Allrounder, das ist ein sogenanntes Baustellenprofil. Damit komme ich eigentlich auch durchs Gelände sehr gut und bin auf der Straße gut aufgestellt und ist auch gut wintertauglich. Zwillingsbereifung würde gehen, macht hier nun keinen Sinn, oder? Zwillingsbereifung kann ich tatsächlich bestellen für den Daily 4x4. Aber warum sollte ich, wenn ich Einzelbereifung kriege? Gut, die Traglast von dem Reifen ist sensationell. Was kann der hier noch zuladen, der hier, realistisch? Je nach Ausstattung sind wir bei dem Fahrzeug irgendwo bei 1,5 bis 1,7 Tonnen Zuladung. Wahnsinn. Also das ist sensationell, wenn du siehst, ihr habt ja hier ein Alkovenmodell mit drin. Klassische Alkoven, das schafft natürlich viel Wohnraum. Simone, setz dich mal bitte rein und wink uns mal bitte raus. Ein besonderes Gadget, was man tatsächlich schon in der weißen Ware mittlerweile sieht, ja, ich denke fast, ihr habt es erfunden, ist das Fenster im Fenster. Ja, also unsere große Seitenklappe, Panoramaklappe, wie man es auch nennen kann, sitze ich einfach schon mal beim Frühstück an der offenen Klappe, muss nichts rausräumen, kann bei leichtem Nieselwetter schon mal aufmachen. Wo ist eigentlich so zum Kaffee trinken in der Früh schon mal das Gemütlichste. Also ich muss sagen, das ist so ziemlich mein Highlight auch von Bimobil. Weil ich kenne das von keinem anderen Hersteller und ich glaube gerade als Expeditionsmobil und du willst das Abenteuer vor der Haustür haben, also ist doch super.
Ich muss sagen, ich bin gerade bei einem Aufbauhersteller, der fertigt Grillwagen. Und die können also mit dem Aufbau, den die haben, riesen Klappen reinmachen mit allem drum und dran. Das kommt aus dem professionellen Fahrzeugbau. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber es muss halt so gemacht sein, dass es die nächsten 100 Jahre hält, oder? Ja, also ich sag mal, Kabinenlaufzeit 30 Jahre ist bei uns keine Seltenheit. Und das sollte es auch im Geländeeinsatz mitmachen. Und deswegen bauen wir so, wie wir bauen. Ne? Die Höhe vom Fahrzeug? Hier sind wir aber knapp 3,48 etwa. 3,48 Meter, also vollkommen, ich sag mal, unkritisch, wenn du nach zum Beispiel Italien fährst und so weiter. Dann die Breite, wie breit sind wir? Hier sind wir 2,28. 2,28 nur. Okay, das ist ja ganz wichtige Maße, wenn es darum geht, kurz zu sein. Da kann es auch mal vielleicht einen Ticken höher sein, er sollte aber nicht zu lang sein. Thema Radstand. Den Radstand setzen wir hier ein, den 378er, der mittlere Radstand beim Daily 4x4. Hat sich für uns als perfekter Kompromiss erwiesen. Du hast irre viel Platz drin. Also ist das ein gutes Zwei-Personen-Auto oder zwei Personen plus? Der EX420, wie er hier steht, ist für uns das Familienfahrzeug für 4 Personen. Ich habe 2 Stockbetten hinten noch drin. Habe Sitzplätze für insgesamt 6 Personen, kann die Sitzgruppe umbauen, also 4 plus 2. Klassisches Doppelbodenkonzept, das heißt, ihr habt einen Boden, der unten drunter ist, das kennt man aus der Luxusklasse hier drin, aber es hat einen sehr praktischen Nutzen, denn alles, was hier drin ist, ist auch beheizt und du kannst die Fahrzeuge einsetzen, wirklich im Polar, oder? Also wir fangen an bei minus 30 Grad, uns langsam Gedanken zu machen. Ich habe eine 70 mm Bodenplatte, habe hier den beheizten Zwischenboden, habe hier meine ganze Elektrik unten installiert, habe die Tanks unten im beheizten Zwischenboden. Und deswegen ist für uns Winter eigentlich eher so ein Thema mit, ja, fahren wir mal gerne hin. Über die Kälte machen wir uns keine Sorgen. Der Stefan war gerade weg, muss man sagen. Der war, glaube ich, in Lappland. Der war oben Nordlichter gucken, ja. Und waren welche da? Hat er welche gesehen? Er hat es tatsächlich geschafft, am 1. Januar Nordlichter zu sehen, ja. So, hier vorne sieht man, ihr habt interessante Technik im Einsatz. Ja? Hier kommen nur Sachen rein, die so erprobt sind, dass wenn man zum Beispiel Bahnschwellen fährt, zum Beispiel Elektronik nicht auseinanderfliegt. Alles, was hier drin ist erprobt wie zum Beispiel Waschbrett, Sandpiste. Das wäre kein Problem. Das sind natürlich Sachen, die wir auch ins Testfahrzeug, was der Stefan ja fährt, einbauen, testen. Wenn es da funktioniert, übernehmen wir es auch in die Serie. Ansonsten kommt es nicht in die Serie. So, Inverter mit drin. Ein Special, was es gerne bei euch gibt, ist eine 230 Volt Lichtmaschine. Ja. Ist die auch hier eingebaut? Ist jetzt in dem Fall nicht in dem Fahrzeug verbaut, kann man aber für fast alle Fahrzeuge bekommen. Dann habe ich 5 kW Leistung über die Lichtmaschine mit 230 Volt. Im Stand? Ja, in der Höhe der Leerlaufdrehzahl, also ab 1900 Umdrehungen etwa. So, hier sieht man auch unglaublich viel Zuladung. Dann hat man noch Zusatzklappen, die sind hier unten drin. Die sind auf, Stefan? Da ist ein Schlüssel dabei. Wir gucken mal ganz kurz rein. Dürfen die nass werden hier oder sind die auch dicht? Also hier, klar, ist der Gastank dahinter. Der ist natürlich nach hinten offen. Die anderen Stauklappen, die wir hier haben, die sind bewusst nicht wasserdicht, weil hier oben läuft immer irgendwo Spritzwasser rein. Wir haben unten die Ablaufbohrungen drin, dass da unten rauslaufen kann. Da packe ich Sachen rein wie ein Wagenheber, Unterlegkeile, Schneeketten vielleicht noch. Habt ihr an dem Fahrzeug entsprechend fahrwerksmäßig irgendwas geändert? Nein, das Fahrzeug ist an sich serienmäßig, was das ganze Fahrwerk angeht. Wir bieten aber inzwischen an auch die Marquardt-Dämpfer, einfach um das Fahrverhalten nochmal zu verbessern. Das ist so, das bedeutet, du kriegst in der Servicewerkstatt hier, die gucken dich nicht doof an, sondern du hast immer ein Originalfahrzeug. Ja. Das kann servitiert werden weltweit. Den Service gibt es den auch nur in Europa oder gibt es den weltweit? Nur Iveco kriege ich weltweit, bis auf, ich sag mal, Japan und Nordamerika. Da habe ich so ein bisschen den Blind Spot. Aber an sich kriege ich den Service auch weltweit. Komm, wir gehen mal nach hinten, gucken uns das Fahrzeug an. Die Form, am Anfang war es noch so, da haben wir gesagt, okay, ich sag mal, ein Bimobil ist ein Bimobil, innen und außen. Es ist konservativ gestaltet, kann man sagen. Aber das Coole ist, du hast nie ein altes Auto. Nie. Nö, ob das Fahrzeug jetzt 20 Jahre alt ist oder 2 Jahre alt, du erkennst es immer wieder. Das ist ganz wichtig. Also eine eigene Brand zu entwickeln, da hat der Stefan sich schon viel anhören müssen in den Kommentaren. Das ist ihm vollkommen egal. Der sagt, die sind zeitlos. Und das merkst du an den Wiederverkaufswerten. Ja. Du hast ein 15 Jahre altes Bimobil, das erreicht quasi mehr als das, was es damals gekostet hat im Moment, oder? Kann durchaus passieren in der aktuellen Marktlage. Und es ist halt einfach so, ich habe ein Fahrzeug, das nicht durch einen Modetrend irgendwo altert. So, ihr habt die neueste Technik verbaut, eine Truma drin. Die Truma eine sensationelle Heizung, viel, viel besser als sein Ruf, muss man sagen, auch in Offroad. Die ist rüttelfest, oder die Truma? Ja, die hat sich bei uns bewährt, die funktioniert. Warum sollen wir was anderes hernehmen, was nicht getestet ist, ne?
Gasheizung hier in dem Fall? Hier in dem Fahrzeug Gasheizung. Wir bieten auch an mit Webasto eine Diesellösung nochmal zusätzlich als Sekundärheizung, aber die Truma funktioniert. Warum soll man sie raustun? So, das hier alles, ich sag mal aus dem Nutzfahrzeugbereich, die Einstiegsleisten, Alu verstärkt, das ist gedacht. Ich sag mal, da könnte jetzt auch ein Getränkelieferant den benutzen, jeden Tag, 8 Stunden am Tag, dafür sind die gebaut. Ja, ich muss halt hier auch mit Bergstiefeln mal reingehen können, ohne dass ich mir alles kaputt mache. Der Boden? Boden ist PVC. Industriequalität. So, und dann sind wir auch schon drin. Und was dir auffällt, ist immer eine hohe Stehhöhe. Das ist bei euch ganz wichtig. Ihr habt ja auch Riesen. Kann man den noch höher bauen, theoretisch? Also wir können den Alkoven zum Beispiel gerade nach hinten ziehen, dass wir den Knick nicht mehr drin haben. Dann habe ich innen eine Stehhöhe von gut 2 Meter. 2 Meter Stehhöhe. Alles, was wichtig ist, habt ihr mittlerweile auf eine Technik gelegt, die auch immer funktioniert. Drucktaster. Es gibt ein Paniklicht zum Beispiel. Ja, ich habe also hier die Umfeldbeleuchtung, meine Steuerung. Ich kann die Umfeldbeleuchtung links, rechts, hinten separat steuern und dimmen. Und ich habe hier eine Panikschaltung, wenn ich hier drauf drücke, ist rundherum volle Beleuchtung. Habe ich die Fernscheinwerfer vorne drauf, sind die auch mit aktiviert. Das ist das neue Truma Bedienfeld. Da kann man viel mehr mit steuern Was als... ist diese Panikbeleuchtung, wenn ich fragen darf? Wenn ich mal irgendwo stehe und ich habe rundherum Geräusch, das ich nicht hören möchte, ne? Wenn Tiere rundherum laufen oder ich stehe irgendwo, wo es nicht ganz so geheuer ist, dann schalte ich mal die Panikbeleuchtung an und dann ist es rundherum eigentlich relativ schnell wieder ruhig. Okay. Die ist so hell. Du magst mal rausgehen, mal gucken. Ja, gern. Wir können mal schauen, also dass es da ist. Und es wäre ganz gut, wenn ich dich sehen würde, wenn wir sie gleich anschalten. Dass du mein Gesicht siehst. Dass ich dein Gesicht mal sehe. Das ist je nach Ausführung, ist die richtig hell. Bitte mal ganz rausgehen. Ja. Ist sie an? So, jetzt guck mal gerade. Also das ist die Beleuchtung. Und nach oben gucken. So, und dann ist da oben was zu sehen? Mal schauen, ob sie bei dem Fahrzeug aktiviert ist. Ja, Genau. Hier drin ist drin. Wir machen sie nochmal aus, bitte. Carsten, mach mal aus. Dass wir das sehen. Ja, okay. Okay, Da ist vorne, ja. da vorne, ja. Da könnt ihr aufrüsten, bis der Arzt kommt, oder? Das ist, wenn der Kunde sagen will, ich will es taghell haben, ich möchte gerne ein Servicefahrzeug sein für zum Beispiel Motorsport oder irgendwas in der Wüste. Ist das schon mal vorgekommen, Servicefahrzeuge? Unsere Kunden sind überall unterwegs. So, das ist Kindertagesstättenqualität und das sage ich nicht ohne Grund, denn das hält, das kannst du auf den Boden knallen lassen. Also das ist das gleiche Material, was, glaube ich, Bauklötze sind von Kindertagesstätten oder Möbel. Na gut, es ist eine Schichtholzplatte. Ich meine, es ist halt so ausgelegt, dass auch der Grobmotoriker mit umgehen kann. Das ist so und es geht auch einfach nicht kaputt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn man hier guckt, das ganze Fahrzeug ist aus dem Material gebaut, richtig? Ja, wir setzen sehr viel auf Massivholz, Ahorn. Und die großen Platten eben dann auch Ahorn Echtholz beschichtet. Gott, es ist hell jetzt in dem Fall. Hattet ihr jemals Holz, was dunkel war eigentlich drin? Ja, das ist aber schon 30, 40 Jahre her. Okay. Also man muss dazu sagen, fast jedes Fahrzeug ist mit Helmholtz und diesen grauen, wie nennt man die? Das sind Aluminiumeinlagen. Also wir nennen das Ganze Luminum, die Ausstattungslinie. Die war mal eine Option, ist inzwischen Serie. Und man muss auch sagen, die Bimobil-Fahrer oder Liebhaber, die feiern das Design total, oder? Warte, ich zeige mal gerade ein kleines Detail, das hast du ja schon gelernt. Guck mal, wenn hier diese kleinen Scharniere, ja, wenn die nicht einstellbar sind, ja, dann spricht das für Qualität. Ja. Weil die kannst du nicht mehr einstellen, aber das brauchen wir auch gar nicht, weil sich das Fahrzeug kaum verzieht, oder? Das Fahrzeug verwendet sich nicht, ne? Das ist krass, ja. Ihr habt keinen Zwischenrahmen auf dem Auto, oder? Doch. Habt ihr, Beim okay. Daily haben wir einen Zwischenrahmen drauf, weil der Fahrzeugrahmen an sich ist relativ beweglich beim Daily. Und wir nehmen durch den Zwischenrahmen die Beweglichkeit ein Stück weit raus, ganz bewusst, und bauen die Kabine auf den steifen Zwischenrahmen. Okay, damit die sich nicht zu stark verwindet. Gell, dann. Also, du musst dir vorstellen, ist das zu sehen, den Zwischenrahmen? Sieht man den irgendwie? Oder ist der, können wir nachher komm, außen gerne können wir nachher mal gucken. Ja, okay. Aber vielleicht, wenn es ihr mal gerade erklärst, einfach nur mal, vielleicht mit den Händen mal. So ein Fahrzeugrahmen gibt es verschiedene Varianten. Es gibt einmal den geschlossenen Rahmen, wie es der Sprinter hat, der verwindet sich in sich nicht. Ja. Hier haben wir einen C-Profil-Rahmen, einen LKW-Rahmen. Der ist bewusst so konstruiert, dass der sich ein Stück verwinden kann im Gelände. Dass also der wirklich in diese Richtung geht. Ja. Und das nehmen wir mit dem Zwischenrahmen raus. Der ist auch ein bisschen beweglich gelagert, der kann so ein paar Millimeter hin und her, dass der Fahrzeugrahmen trotzdem noch arbeiten kann und wir die Geräuschentwicklung und die Vibrationen entkoppeln. Und dadurch können wir die Kabine fest mit dem Fahrerhaus verbinden, weil das auch schwimmend gelagert ist. Das ist ungefähr vergleichbar, wenn du jetzt einen Rucksack hast und du hast hinten ein Drahtgestell drauf. Deine Wirbelsäule ist ja hochbeweglich und das Drahtgestell vom Rucksack, das unterstützt es, dass
im Prinzip der Rucksack ist da steif hinten drauf. Ja? Und so muss man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Das ist ein Rucksack, also wenn man jetzt irgendwas draufschrauben würde. Und der Rahmen liegt auf dem anderen Rahmen und der ist dann steifer miteinander verbunden, korrekt? Genau. Also der innere Rahmen ist steifer als der äußere. Genau. Ja. Ansonsten hättest du nämlich diese enormen Kräfte auf der Kabine drauf und das ist eine Belastung, je nachdem, wie es dann passiert. Das will man nicht haben, oder? Nö, das will ich nicht haben. Ich meine, die Kabine ist selbsttragend konstruiert, ist extrem stabil. Und das unterstützen wir durch den Zwischenrahmen eben hier. So, du magst mal reingehen hier. Wenn du mal kurz die Schuhe mal ausziehst, bitte. Sei so nett. Ja, das sieht garantiert eleganter aus als bei mir letztens mal. Ja, aber du bist ja gleich oben drauf. Denn das Coole ist, das sind vollwertige Betten, die wir haben für richtig erwachsene Personen. Und oft fahren ja auch 4 Leute hier mit, die auch älter sein können. Das heißt, ich kaufe das Ganze. Carsten, wenn du mal gerade hochsteigst, bitte. Dass wir das mal sehen. Das war die Ansage mit elegant, aber ich wollte nur zeigen, das ist gebaut für Menschen. Was ist ungefähr dein Gewicht, Carsten? Was hast du heute? So schlanke 100 Kilo. 100 Kilo, das macht ihm gar nichts. Wenn du mal gerade ein bisschen praktisch dynamische Last erzeugst, so ein bisschen wackeln, umdrehen, da passiert gar nichts, oder? Okay, bitte nochmal runter. Ich filme derweil mal in die Küche, dass es elegant aussieht. Und da gibt es eine Trittstufe hier unten drauf, da trittst du einfach drauf. Alles ist integriert. Ja. Und das ist gedacht für Erwachsene, das ist nicht gedacht für Kinder. Hier unten kann man eine Hundegarage einbauen, oder? Da können wir eine Hundegarage draus machen, da können wir eine Fahrradgarage draus machen. Guckt euch das Video an von einem Protagonisten, der, glaube ich, jetzt schon in Nordamerika ist. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob er schon da ist. Tanja, ich weiß nicht, ob sie schon unterwegs sind, Nordamerika, aber sie sind auf dem Weg. Die sind wirklich Weltenbummler, haben hier hinten drin die Fahrradgarage mit eingebaut, das habt ihr modifiziert. Das sind alles so Modifikationen, die kann man machen, die habt ihr schon gebaut, die haben wir auch schon oft gefilmt. Bei Stefan haben wir die Hundegarage gefilmt. Genau, ja. Das war das Grüne, glaube ich, das Grasgrüne. Das war der Eco-Grüne noch, ja. Ja, genau, der da ist. Der ist leider schon verkauft, hat ihn reingestellt, gibt's zu haben. Wie lange hat es gedauert? Wir hatten eine Liste an Bewerbern und haben dann ausgesucht. Ist wirklich so, ja. Lieferzeit im Moment, ihr wolltet die verkürzen? Ist es euch das gelungen? So bei 3 bis 3,5 Jahren etwa. Okay, also dein Tipp ist, wer nie bestellt, kann nie einen kriegen. Ganz genau. Okay. Preisgarantie, großes Thema. Ja, wie geht ihr damit um? Also wir versuchen natürlich die Preise immer zu halten. Wir haben jetzt eine Preisgleitklausel irgendwo mit drin, wo man sagt, bis zu 5% muss der Kunde einfach mitgehen. Wenn wir höhere Kosten haben, falls wir die höheren Kosten nicht haben, bleiben wir natürlich beim Preis. Und darüber hinaus hat der Kunde Sonderkündigungsrecht. Ganz wichtig. Was zahle ich, wenn ich etwas bestelle bei euch, eine Order erteile? Wir dritteln. Ein Drittel bei Bestellung, ein Drittel bei Baubeginn und ein Drittel bei der Übergabe. Sehr schön. So, das Bad. Ja. Wichtiger Faktor, denn wenn man viel unterwegs ist, möchte man eine zuverlässige Versorgung haben. Tank Frischwasser. 200 Liter. Das ist aus meiner Erfahrung her absolut ausreichend, wenn man sich ein bisschen zusammennimmt. Kommt es dann bei der Zuladung dazu? Also hätte ich dann quasi noch 1300 circa übrig? Nein, wir rechnen unser Leergewicht, das wir angeben, was auch für die Zuladung dann entsprechend wichtig ist. Voller Dieseltank, 75 Kilo Fahrer, 90% Wasser und Gas gefüllt. Und dann kommen nochmal 1500 Und dann kommt nochmal die Zuladung an sich oben drauf. Wir rechnen immer mit reellem Reisegewicht und jeder Kunde kriegt bei uns ein Wiegeprotokoll von seinem eigenen Fahrzeug mit, wo seine Ausstattung auch mitgewogen ist. Das unterschreibt der Kunde bei uns, dann weiß er auch ganz genau, was er zuladen darf. Okay. Habt ihr die Möglichkeit in Ländern, wo es keine AdBlue gibt, das zu deaktivieren? Wir selber nicht, aber wir kennen jemanden, der jemanden kennt. Okay, sehr schön, denn es gibt Länder, da ist auch die Spritqualität, Dieselqualität, ist das ein Problem für den Motor? Inzwischen Dieselqualität weltweit inzwischen eigentlich kein Thema mehr. Ist top. Also sofern man nicht irgendwo aus Ölfässern kauft, die vor Ort raffineriert werden. Ich muss halt gucken, wo tanke ich. Ne? Ich nehme also nicht das Fass am Straßenrand, sondern ich nehme die große bunte Tankstelle, wo die Einheimischen tanken. Und wenn man überlegt, dass LKWs, die in Deutschland ausgemustert werden, die sind 5 bis 6 Jahre alt. Die laufen inzwischen in Afrika, die laufen im hintersten Tadschikistan und was weiß ich wo. Und da funktionieren die Fahrzeuge auch und die sind auch auf Euro 6 und Euro 5. Ja, hier sieht man sehr schön, da ist sogar noch, guck mal hier, ein kleiner Strich dran. Siehst du das? Guck mal hier, von der Fertigung. Und da auch nochmal. So, ja, so ein das ist Handarbeit. Ja. Da war jetzt keine CNC-Maschine, hat die Löcher gebohrt, sondern da ist eine Person dran, die baut diese Kabine, oder? Ja, also es sind Teams mit 2 und 3 Mann, die Kabinen bauen und alles Handarbeit. Ich liebe diesen Strich. Das ist nämlich ein ganz kleiner Strich von einem Bleistift, der da ist. Und aber auch Qualitätsmerkmal eigentlich. Ne? Ich finde das sensationell. Ja. Ihr habt ihn wahrscheinlich extra nicht abgemacht. Ja? Wenn nämlich ein Schreiner kommt, dass der sagt, hier, guck mal da, das mache ich auch so. Die Bleistiftstrich haben wir extra für dich dran gelassen. So, was siehst du hier? Wir haben was ganz Besonderes, eine Komposttoilette. Also es ist keine Trenntoilette, schon eine Trenntoilette, aber hier wird kompostiert. Genau, die Nature Set ist serienmäßig in dem Fahrzeug.
Ich trenne Urin und Fäkalien. Das Ganze kriegt dann seine Kokosfasern mit rein als Streu, als Einlage. Den Eimer alle 1 bis 2 Tage tauschen, je nachdem, wie viele Personen unterwegs sind. Den Urineimer und den Feststoffanteil 60 bis 80 Benutzungen. Da ist ein Lüfter mit drin, da riecht nichts. Das heißt, es wird alles nach draußen gemacht und damit auch getrocknet. Ja, ja. Würde es nicht getrocknet werden, hätte man ein Problem, oder? Dann hätte man ein echtes Problem. Ja. Da hätte man Schimmel und Geruch. Und was ist mit Kokosfasern? Machen das alle so oder gibt es mal so ein anderes Einstreu, sag ich mal? Ich kann im Prinzip vieles als Einstreu nehmen. Die Kokosfasern ziehen halt sehr schön die Feuchtigkeit raus und damit eben auch den Geruch. Ja. Das ist, du kannst theoretisch auch Kazan kannst du holen, kannst du mitnehmen. Aber Kokos hat sich bewährt, weil die Packmaße extrem gering sind. Ja, ja. Und man die halt wahrscheinlich auch überall kriegt dann auch. Ne? Ikea. Du kriegst du wirklich in jedem Baumarkt, du kriegst sie bei Ikea, du kannst auch Hackstreusel nehmen, alles Mögliche. Ne? Also was du halt bekommst, das Feuchtigkeit saugt. Ja. Das ist so, man geht hin, muss dann ein bisschen rausbröseln und macht ein bisschen Wasser rein. Man macht nicht den Block da einfach rein. Ich nehme den Block, pack den in eine Tüte, pack einen Liter Wasser dazu, lass das aufquellen und dann brösel ich das da rein. Ist das Fahrzeug hier noch zu haben? Den haben wir gerade erst fertiggestellt, ja. Muss noch 2 Jahre bei uns Dienst tun. Aber danach kann man ihn kriegen. Danach kann man kriegen. Kann man ihn jetzt schon kaufen, theoretisch? Nee. Das ist ja krass. Das ist ein Phänomen, ja. Es ist ja so, es gibt ja demnächst auch schon, du merkst das so langsam, die Zinsen steigen und so weiter. Nicht mehr jeder kann günstig finanzieren. Das ist für euch eigentlich kein Thema, weil die Leute, die ein Bimmobil kaufen, die haben sich das sehr lange überlegt, haben teilweise hart gearbeitet dafür, haben vielleicht ein Haus verkauft oder irgendwas und leben hier drin. Das heißt, wir reden hier nicht von Autos, wo du mal 2 Wochen in Urlaub fährst. Du kannst damit ein halbes Jahr mal einfach eine Tour machen oder mit Abenteuer Osten zum Beispiel eine geile Strecke. Ja. Geht das noch nach Russland im Moment? Also Russland eher weniger. Die Strecken sind jetzt alle so ein bisschen nach oben oder unten verschoben. Das ist eigentlich schade, oder? Weil das ist eine geniale Strecke, oder? Ja, natürlich. Also es ist leider was fehlt jetzt aktuell. Aber vielleicht kommt es irgendwann wieder. Ja, ich habe jetzt auch schon auf dem Plakat hier Abenteuertouren gesehen. Wie läuft sowas ab, wenn man sowas mitmachen will? Gut, das ist also Ansprechpartner natürlich erst einmal Seabridge oder Abenteuer Osten, beziehungsweise Abenteuertouren, wie sie jetzt heißen. Die organisieren das alles, die haben ortskundige Tourguides dabei, die kümmern sich um den ganzen Papierkram, die haben den Service mit dabei. Ist eine lustige Truppe. Und man muss einfach nur mitfahren sozusagen. Ja, man fährt in der Früh, fährt man los gemeinsam, dann kann man sich aufteilen und trifft sich abends wieder. Man muss nicht im Gänsemarsch hinterherfahren. Ja. Aber man hat eben die Sicherheit, dass man das sieht, was das Land eigentlich ausmacht. Ja, und dass man halt auch am Anfang vielleicht mal eine Sicherheit hat, ne, wenn man das alles noch nicht so kennt. Ja. Genau, also definitiv auf alle Fälle, die Touren sind es wirklich wert. Ja. KCT Hartglasfenster sind hier mit eingebaut. Das ist, glaube ich, das Beste vom Besten vom Besten. Ihr habt viel getestet. Made in Germany. Ja. So, das Ganze ist einbruchhemmend, hoch 10, so muss man schon sagen. Also durch die Fenster durchzukommen ist fast unmöglich, aber sie halten auch ein Leben lang, oder? Also ein KCT-Fenster ist eine Investition in die Kabinenlebensdauer, ja. Nicht billig, muss man sagen. Habt ihr Alternativen? Ne, ich sehe schon. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht, aber wenn der Kunde, ich habe mal gesehen, also in den Schlechtwegefahrzeugen, ich glaube, da geht schon mal was, oder? Ja, wir haben auch schon Hühnerkopffenster verbaut, sind aber tatsächlich eher die Fenster, KCT-Fenster. Also das ist alles, was hier verbaut ist. Da haben die unterschrieben. Hier siehst du auch sehr schön, hinten sind Steckdosen mit eingebaut. Das Ganze sieht auch nicht bling-bling-mäßig aus. Das ist einfach zweckmäßig, wie, ich sag mal, für eine Airline, sage ich jetzt mal, gebaut für die nächsten 25 Jahre Dauernutzung. Dafür ist es da. Mach mal den Schrank bitte auf. Mal kurz reinschauen. Ein großer Kleiderschrank ist natürlich essentiell. Sehr cool. Ja. Gefällt das? Ja gut, jetzt werden die Leute wieder schreien. Sehr groß, guck dir mal meinen Schrank an und meine Frau, die bringt da alles mit. Man muss sich ja ein bisschen reduzieren. Und siehst du hier die Kabelkanäle hinten drin? Das sind handelsübliche Haushaltskabelkanäle, kein Spielzeug. Oben ist der Solargenerator mit drin. Auch das hat Solar mit drauf. Wie viel hat er? Also hier sind wir jetzt drauf mit 2 Paneelen, 130 Watt. Aber ich kann natürlich entsprechend nachlegen, je nach Bedarf. Bitte mal unten öffnen, dass wir da mal reinschauen in die Klappe. Guck mal, da ist eine kleine Klappe drin. Mal gucken, was da so sich verbirgt. Was ist da drunter, Stefan? Ist eine Serviceklappe? Da ist einfach unten noch einmal ein Staufach und darunter komme ich dann tatsächlich in den Zwischenboden noch mal rein für den Service. Habt ihr Geheimfächer? Ist das möglich, dass man sagt, okay, ich möchte etwas haben, wo ich wirklich nicht so schnell drauf komme? Wir haben Geheimfächer, ja. Okay, so. Ich merke schon, du willst nicht drüber reden, wo sie sind. Das ist weil hier ist ja noch mal so ein... Das ist ein besonderer Handgriff, ja. Ach so, okay. Ja, jetzt hat man die Möglichkeit, in den Zwischenboden zu kommen. Da ist Simone steht gerade drauf. Mach mal bitte auf, Simone. So, dann mal schauen. Das ist auch wirklich das Stück. Habt ihr rausgeschnitten, da draußen nochmal wiederverwendet oder habt ihr ein neues geschnitten? Ja, aus dem Stück hat sie gerade in der Hand.
Das ist das. Nein, also es ist nicht dieses Stück. Ne? Wir bereiten den Boden entsprechend vor. Aber ja, das ist einfach ein sauber geschnittenes Loch im Boden mit einer Aluminium. Ja, wir haben ein 7-Stunden-Video gemacht vor 2 Jahren. Muss man sagen, das müssen wir jetzt wiederholen dieses Jahr, denn es hat sich einiges geändert bei euch. Ihr habt ein neues Fertigungszentrum, ihr habt ein neues Servicezentrum fertig gebaut. Das war damals noch nicht fertig, als wir das hatten. Denn wer viele Fahrzeuge baut, muss auch Service betreiben. Ihr seid in Oberframmern. Oberframmern, genau. Das liegt in der Nähe von München, ungefähr 40 Minuten. Je nachdem wo von München, also so Stadtrand München etwa 20 Minuten. 20 Minuten seid ihr da. Das ist aber wunderschön. Das Coole ist, ihr habt alle Gewerke, die man sich vorstellen kann, um ein Haus zu bauen. Ihr könntet theoretisch selber ein Haus bauen, oder? Ja. So ein Holzständer Haus könnt ihr machen, oder? Also ein vernünftiges Holzhaus kriegen wir hin. Das ist so. Dann habt ihr zum Beispiel eigene Nutzfahrzeuge gebaut, die habe ich gefilmt, übrigens hier auf der Messe. Die sind sensationell, denn das Zeug ist wirklich gedacht, da könnt ihr jetzt ich habe eben schon gesagt, jetzt ein Getränkelieferant, da werden die extrem hart beansprucht. Kein Thema, könntet ihr machen, oder? Ja, also unseren Transporter, die Kabine haben wir selber gebaut, ja. So, hier Trennsystem von Hilo, wie zu Hause. Ja. Dann alles ist hochfest, aber trotzdem noch leicht, oder? Ja. Das ist das Spülbecken. Also konservativer kann man ein Spülbecken nicht bauen. Und falls der Wasserhahn mal kaputt geht, haben die gleich 2 eingebaut, richtig? Ja, sieht so aus, aber ich frage mich gerade für was. Das wird mit Sicherheit einen Zweck haben. Ja, wir arbeiten hier mit einer Wasserfilteranlage in dem Fahrzeug. Ich habe also einen Keramik- und Aktivkohlefilter drin fürs Trinkwasser über den zweiten Wasserhahn, dass ich das System einfach getrennt habe aus dem Hauptwassertank eben in zwei Stränge rein nach der Pumpe. Die Platte, was ist das? Das ist Kurian. Kurian. Also das heißt, also hier könnte ich einen warmen Topf abstellen. Das würde gehen? Ja, einen warmen Topf ja, einen heißen Topf eher nicht. Okay, das Kochfeld von Dometic diesmal auf Gas? Ja. So ist eigentlich immer auf Gas bei uns. Immer auf Gas, so. Das funktioniert, ist klasse. Dann oben nochmal Schränke. Die Schränke kann man seitlich durchladen. Sind die offen hier? Guck mal, nee, die sind geschlossen. Könnte man die offen machen? Hier die großen Hängeschränke nicht. Bei den kleinen haben wir sie teilweise offen. Also das ist so. Was haben wir hier? Max-Fan drin, mein Lieblingsfan. Ja. Das kann strömend regnen, er funktioniert. Ja, sehr gut. Genial für Hunde auch, oder? Ja, auch das. Und ich kriege halt Frischluft rein, ohne dass ich irgendwas aufmachen muss. Ja, der Kollege... Da braucht auch noch wenig Strom, ne? Und schön leise noch dazu. Dennis und Tanja, die haben eine Klimaanlage mit drin. Eine Staukasten, was haben die drin? Die haben eine Unterflugklimaanlage, ja. Habe ich jetzt auch einbauen lassen, ist sensationell. Die hörst du fast gar nicht. Und sie macht das, was sie soll, nämlich entfeuchten. Das ist fast noch besser als klimatisieren. Das ist für uns auch der Hauptzweck der Klimaanlage, ja. Ja, wenn du reinkommst, kann ruhig 27 Grad sein, aber etwas trockener, gell? Du kriegst hier schwer 27 Grad rein durch die Isolierung. Also die Kabine muss schon wirklich den ganzen Tag in der brüllenden Sonne stehen, dass da herin richtig warm wird. Dass ich die Klimaanlage wirklich brauche, aber zum Entfeuchten macht sie auf alle Fälle Sinn. Afrika, Wüste, da warst du ja schon oft. Ja. Wie kalt wird es denn da nachts? Nachts hatte ich schon -10. Das bedeutet also, es ist abends, wenn die Sonne untergeht, ist es so kalt, dass du hier mit dem Lüfter brauchst keine Klimaanlage, oder? Im Normalfall lüfte ich einmal quer durch, lasse die warme Luft raus, Frischluft rein. Und dann habe ich ein angenehmes Klima. Aber manchmal braucht man doch dann auch, also wenn du hast jetzt gesagt -30 Grad, da braucht man doch dann auch eine Heizung. Wie funktioniert das? Natürlich Heizung. Wir haben ja serienmäßig immer entweder eine Gas- oder eine Dieselheizung drin mit 4 kW. Auch bei den größeren Fahrzeugen kommen wir mit 4 kW gut zurecht. Und wenn diese Nordlandfahrer, die halt dann sagen, ich fahre im Winter ans Nordkap, dann machen wir auch mal eine zweite Heizung mit rein oder ein redundantes Heizsystem, dass mir die Heizung eben nicht ausfallen kann. Oder wenn mir eine Heizung aus irgendeinem Grund ausfällt, weil ich kein Gas mehr habe zum Beispiel, dann kann ich über Diesel nachlegen oder eine Dieselheizung als Hauptheizung nehmen, dass mir eben die Wärme nicht ausgeht. Und wie lange kann ich dann frei stehen? Ich kein Diesel mehr oder kein Gas. Nur das Wasser. In der Regel ist eigentlich das Wasser der begrenzende Faktor. Ja, das Coole ist aber hier, du hast durch die Fenster ein Wohnklima hier drin, das eigentlich eine passive Belüftung, einen Wärmetauscher braucht. Das Ding ist so dicht und da habt ihr eine Lösung von Bayern Luft. Habt ihr noch im Einsatz? Ja, natürlich. Also wir verbauen, wenn wir alles in KCT machen und keine Lüftung über einen Max-Fan zum Beispiel haben, verbauen wir das Bayern Luftsystem, wo ich eben Frischluft reinkriege, die schon mal antemperiert ist und die verbrauchte Luft rauskriegt und auch die Feuchtigkeit mit rauskriegt. Hat sogar eine App-Steuerung. Ich habe es bei mir zu Hause. Da kannst du sehen, was die entfeuchtet. Die bringt die Feuchtigkeit raus. Sensationell. Bayern Luft heißt das Ganze. Und ich muss sagen, seitdem ich das Video gesendet habe, ganz viele Leute haben das dann auch eingebaut. Das eine oder andere könnt ihr nicht vermeiden, dass ihr Know-how praktisch rausgebt. Aber das Bayern Luftsystem immer noch bei vielen unbekannt, wundern sich. Das ist ein Wärmetauscher mit bis zu 70-80% hält er die Wärme oder die Kälte. Das heißt also, lüften geht damit nicht, also kalt machen, wenn du draußen bist. Dafür ist der Max-Fan da. Dafür ist er auch nicht gedacht. Das ist wirklich gedacht zum Luftaustausch. Verbrauchte Luft raus, Frischluft rein.
Also ein sensationelles System. Dann, wenn du mal gerade so lieb bist, dich mal hier hinsetzt. Man kann aus dieser Sitzgruppe, Carsten, kann man ein Bett machen. Ist das korrekt? Ja, kann den Tisch absenken, Polster zusammenschieben, es ist noch ein Einliegepolster dabei. Dann habe ich hier nochmal 2 Liegeplätze. Also theoretisch 6 Leute oder 5. 4 plus 2 gewesen. Ja. Das Coole ist ja hier, dass du die Zuladung hast. Die meisten Systeme Allrad haben ja keine Zuladung. Und das ist das Problem. Viele denken da nicht drüber nach. Also bei 7,5 Tonnen ist ja Schluss irgendwann mal. Dann hast du unter 7,5 Tonnen natürlich enorme Vorteile. Das heißt, du kommst ganz oft weiter, es sei denn, du ignorierst die Schilder. Ja, es geht beim Führerschein schon los. Ne? Der C1E ist auch in Frankreich relativ easy zu machen im Vergleich zum C. So ist das. Und es ist oft nur ein Zusatzding. In Deutschland ist es ganz easy. Du machst das auf einem kleinen Transporter mit Zwillingsbereifung. Also in Deutschland würde ich jedem Kunden empfehlen, der noch nicht den passenden Führerschein hat, gleich den C zu machen. Weil der Aufwand zwischen dem C1 und dem C, der ist sehr überschaubar. Sowohl finanziell als auch vom Fahren her. Wenn ich mit der Fahrschule spreche und sage, ich möchte ein Reisemobil fahren, dann fahre ich auch auf einen 9-Tonner Artego zum Beispiel, der genauso groß ist wie ein 7,5-Tonner Artego und habe aber trotzdem den großen Führerschein. Es ist so krass groß, aber das Raumvolumen, das ist eigentlich hier alles Fake, ja, weil wir sind ja hier schon über der Fahrerkabine, aber es ist so genial praktisch integriert, dass du das Gefühl hast, auch wenn es mal regnet in Strömen, du musst mal hier drinnen verbringen. Ihr habt das extra offen mitgestaltet, dass du also diesen Raum nicht hier schließt, gell? Na gut, ich kann einen Vorhang natürlich mit dazu bestellen, dass ich da vorne noch zumachen kann, wenn ich Besuch habe, einfach mal Schlafzimmer zumachen. Aber ansonsten, wir trennen bewusst ja Schlafen und Wohnen. Aber nicht so, dass es ein extra Raum quasi wäre, wo ich eine Tür davor habe oder so. Passiert ist schon leider, dass Leute in die Fahrerkabine eingebrochen sind. Ja, dann sind die erstmal in der Fahrerkabine drin und dann sind die hier an der Tür. Und da gibt es Geschichten, wie Leute versucht haben, da reinzukommen. Also in der Regel scheitern sie an der Tür. In ein Fahrerhaus komme ich immer irgendwo rein. Wenn ich eine Scheibe einwerfe oder wie auch immer ins Fahrerhaus, komme ich immer relativ einfach rein. Durch die Tür schon mal recht schwer durch, weil die muss ich nach innen eintreten. Die hat ein Zylinderschloss, die ist sehr stabil. Und wenn ich jetzt hier auch noch eine Sitzbankverbreiterung zum Beispiel mitbestelle und ich lasse die oben hochgeklappt, dann kriege ich die Tür von außen gar nicht auf. So, die kannst du hochklappen. Das Geniale ist, dass du eine enorme Wärmeentkopplung hast nach vorne. Das heißt, das Fahrerhaus im Sommer wird ja bullig heiß, wenn das Fahrzeug steht. Hier drin hast du milde Kühle und das wäre bei einem Nicht-Alkoven überhaupt nicht zu realisieren. Ne? In dem Moment, wo ich das Fahrerhaus ins Fahrzeug integriere, heizt sich natürlich zur Frontscheibe raus, beziehungsweise im Sommer hole ich mir die Hitze von da vorne rein. So, Simone scheitert hoffentlich. Und dann nach links. Ein bisschen andrücken. Achso, die ist auf Spannung, damit es nicht klappert. Auf Spannung, dass nichts klappern kann. Ja. Okay, verstehe. Und auch hier. Ganz aufklappen und dann geht der Magnethalter ran und bleibt auch offen während der Fahrt. Also da unten ist ein Magnethalter, denn der Gesetzgeber schreibt vor, dass eine Sichtverbindung sein muss nach hinten. Eine Sprechverbindung muss da sein, ja. In Deutschland. Ja. So, und da sieht man auch, da ist Simone jetzt, sie ist im Fahrerhaus mit drin. Wir haben hier ein sensationelles Fahrzeug mit drin, mit einem ganz neuen, ich sag mal, Navigationssystem, was entwickelt wurde und es so schon in Jeep gab. Schon seit mehreren Jahren haben die es getestet und jetzt endlich mal auch in die Fiats eingebaut haben und in die Ivecos. Ja, es funktioniert. Beim 4x2 gab es ja schon länger, das HiConnect. Kam jetzt auch mit dem Facelift in den 4x4. Für die Offroad-Fahrer empfehle ich aber trotzdem immer noch ein externes Navi, das auch Offroad-Karten kann und Offroad-Navigation kann. So, das Ganze ist zu fahren wie ein PKW, das ist sehr gefährlich, muss ich sagen, denn wenn du da drin sitzt und fröhlich frei davon fährst und vergisst, dass du auf 3,50 Meter Höhe bist, ja, dann ist das jemals passiert? Ja. Dann gibt halt die Brücke mal nach. Nee, die gibt nicht nach, aber du sagst... Sind es die Balkone, die irgendwo in die Straße reinragen, die dann beim Kunden irgendwann mal hängen bleiben? Okay. Also ich habe es gelernt, aber das ist in einem Alkovenmobil, weil du ja in der Original-Fahrerhauskabine sitzt mit einer relativ kleinen Scheibe, ist das schon ein bisschen gemein. Rundum Kamerasysteme. Habt ihr so schon mal verkauft? Auch da sind wir gerade dran. Wir warten auf den Zulieferer noch, dass der den Bildschirm herbringt, aber ja, können wir auch machen. Magst du mal hochgehen und vielleicht dann doch mal die Schuhe ganz kurz lüftest? Du weißt ja, die Leute haten dann immer und sagen, hey, und das soll ich dann noch kaufen, aber hier Messebetrieb... Dann machen wir gleich mal den Aufstieg frei. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, guck mal da. Jetzt kann man das öffnen. Ah, die Simone wäre da auch hochgekommen als Handballerin. Ja. Aber so ist ja viel easy. Ja. Much more easier. Ja. Und dann hast du eine bettlige Fläche von?
Wir haben hier so einen guten 1,40 Meter Breite und über 2 Meter Länge. Gut, also da hat sich noch kaum jemand beschwert. Und das ist ein Rausfallschutz eigentlich, oder? Hier an der Seite. Das ist eigentlich hauptsächlich die Kopfstütze für die hier mitfahren wollen, entgegen der Fahrtrichtung. Aber ich finde es auch klasse. Du kannst nicht so einfach rausfallen, du musst da erstmal drüber fallen und da wird es schon ein bisschen schwer. Simone war schon so fleißig, hat alles geöffnet, aber ich würde gerne etwas bitten, dass der Carsten mal kurz erklärt, wie man das Fenster öffnet. Und Simone, mach das mal bitte. So, du machst erstmal diese beiden Riegelchen auf. So, die musst du ganz wegklappen, dass die offen sind. Hose auf. Oh je, das war nicht drauf, Simone. So, nee, doch, jetzt leider. musst du diesen kleinen Hebel drücken und gedrückt halten, nach vorne ziehen. Also in die Richtung? Nein, In die. in die Ach so, Richtung. in die. So, gedrückt halten und dann Ja. kannst du einfach mit der anderen Hand die Dachhaube aufklappen. Hängt noch über den Riegel fest. Du hast da irgendwo den Riegel mit drin. Der muss offen sein und muss frei hin. Ah, hier ist er noch nicht. Ah, Genau, okay, so. jetzt. So, mach mal ganz auf, Simone. Steig mal raus, guck mal raus und sag mir mal, was du siehst. Denn das ist der... Ruhig mal hochstellen, einfach drauf. So. Und das ist eine geniale Serviceklappe. Da kommst du aufs Dach drauf, kannst die Solarpanels reinigen. Dach ist begehbar? Dach ist begehbar bei uns grundsätzlich. Ich kann mich auch draufsetzen und Kaffee trinken zum Beispiel. Und? Ja, ist toll. Also ich glaube, also hier in der Halle jetzt nicht, aber wenn ich jetzt mal in der Wüste stehe oder sonst wo, habe ich einen tollen Ausblick. Man kann von da oben schön fotografieren. Zum Du hast einen Fotopoint, du bist über allem. Ja. Du kannst auch fotografieren, wenn mal wilde Tiere da sind. Und die kriegt ihr oft zu sehen in der Wüste. Das ist so, je nachdem, wo du fährst, in der Steppe und so weiter, kommen wilde Tiere. Je nachdem, was es ist, willst du da nicht zwingend raus, oder? Also ich hatte auf meiner letzten Tour, ich war jetzt 6 Wochen in den USA unterwegs. Ich hatte Kojoten am Stellplatz, ich hatte wilde Esel am Stellplatz. Cool. War das cool? Ja. Das ist so. Also das ist eigentlich das, was man mit dem Auto machen kann. Du kannst Offroad unterwegs sein, du bist an nichts gebunden. Der Dennis und Tanja, eigentlich eure Protagonisten, die unterwegs sind, die berichten auch davon, fahren seit Jahren schon Bimobil und helfen eigentlich auch zu erklären, was ist ein Bimobil. Damit kann man auf einen Campingplatz fahren, wenn es unbedingt sein muss. Ja. Tun manchmal Leute auch schon mal. Aber ab und zu komme ich nicht drum rum, wenn ich Wäsche waschen will zum Beispiel. Ne? Ja, das ist so. Oder du willst mal tanken, entsprechend Wasser aufnehmen und so weiter. Die Küche ist auch aus der Praxis entstanden. Das ist zweckmäßig, die Fahrzeugbreite. Ihr habt es geschafft, dass ihr immer eine Seite ein bisschen kleiner mit den Schränken haltet, sodass die nicht so drücken. Und das erhöht ja auch die Fahrzeugbreite, die optische Wirkung, oder? Ja, also wie gesagt, man kann ja hier auch variieren. Ne? Wenn ein Kunde sagt, ich will den unbedingt ein bisschen tiefer haben, den Hängestaukasten, dann kann man ein bisschen tiefer machen. Aber ja, es ist eigentlich so konstruiert, dass man auch ein entsprechendes Raumgefühl hat. Das ist gut, ja. Oben die Luke, KCT, gleiche Qualität. Kann man da mit dem Hammer draufhauen? Ich würde es jetzt nicht machen, weil irgendwann kriege ich schon eine Scharte rein oder macht das Glas kaputt. Nein, aber wenn ich einbrechen will, komme ich da Dann kann durch? ich mit dem Hammer draufhauen, natürlich, aber Du kommst nicht rein, das heißt, es muss schon splittert? Gewalt anwenden, ja. Es ist ein Hartglas. Irgendwann komme ich natürlich rein, aber ich komme nicht schnell rein. Sehr schön. So, man kann es auch verdunkeln, sag mal bitte. Ja. Sie Andere zieht. Seite, das ist das Insektenschutzgitter und andere Seite ist die Verdunkelung. Ist es Mikro-Insektenschutz? Das ist das Normale. Also ich kann diese Blackfly-Gitter mitbestellen, dann kommt aber, wenn die ganz kleinen Viecher nicht mehr durchkommen, auch nicht mehr viel Luft durch. Und dann geht nichts mehr. Es sei denn, der Max-Fan, der hilft. Wenn du mal gerade deinen tollen Körper links bewegst, Carsten. Tedford Duplex, auch das ist Standardware, aber funktioniert gigantisch gut. Ich habe ihn selbst im Einsatz. Ja. Dometic, ein Kompressorkühlschrank mit drin. Auch da auf Kundenwunsch könnt ihr was anderes einbauen, theoretisch. Ja. Aber das hat sich bewährt. Hat sich bewährt. Funktionierendes System. Es hat halt den Vorteil, gerade wenn ich diese Komponenten, die wir verbauen, hernehme, die kriege ich halt auch weltweit im Service und wenn irgendwo ein Problem ist. Ich hatte jetzt in den USA auch selbst in einem gemieteten Fahrzeug genau dasselbe Kochfeld zum Beispiel drin. Kaputt? Nein, kaputt nicht, der Deckel ist kaputt gegangen. Der Deckel ist kaputt gegangen. So, das war kann ein Fahrzeug, das eben nicht vom Bimobil war. Das heißt, mir ist dann irgendwann auf der schlechten Wege mal hier die Klappe aufgegangen und eine Tasse runtergefallen. Passiert. Das kann hier nicht passieren, denn du hast also vorne eine Verriegelung mit drin. Dann Thema Klappern. Wie sind denn die Möbel verbunden mit der Kabine? Wenn mich da mal Also wir bauen ja die Kabine als Leerkabine erstmal und bauen die dann von innen aus. Nochmal, die würde auch leer fahren können. Natürlich. Ja, so natürlich ist das hier auf der Messe nicht. Also wir bauen jetzt nicht die Wände an die Möbel, sondern umgekehrt. Wir haben eine Kabine, die gebaut ist und bauen dann die Möbel ein. Und diese mit klassischen Möbelverbindern, wie man sie hier sieht,
Okay, das ist auch dynamisch. Das heißt, die Möbelverbinder können nachgezogen werden? Die kann ich auch nachziehen, wenn ich will. Ja, das sind diese Möbelverbinder. Mit denen sind die Möbel mit der Kabine verbunden. Okay, das ist also professionell aus dem normalen Bau. Die Verbindung ist gegen Null, kann man das sagen von der Kabine? Die Verbindung ist so ziemlich gegen Null, ja. Okay, das ist also auch die Möbel arbeiten kaum, die verschleißen dann auch nicht. Also das ist auch ein Thema. Kann ich sag mal, dieses Holz hier, diese Tischplatte kriegt ja Patina im Laufe der Zeit, ja? Das ist gewollt. Das ist gewollt, das ist Naturmaterial. Es ist so, man muss den Leuten wirklich en Detail erzählen, was es ist. Es lohnt sich darauf zu warten. Die Preise mittlerweile, da könnt ihr auch nichts für. Allein die Fahrgestelle sind explodiert. Die Holzpreise mittlerweile sehr günstig wieder geworden, muss man fairerweise sagen. Aber zwischendurch waren sie exorbitant, oder? Ja, es ist immer wieder Preissteigerungen von teilweise 100% mit drin. Ne? Ja, aber auch die Beschläge, alles. Also das ist teilweise, ich meine, ihr werdet ja auch von Wirt beliefert, auch die haben recht drauf geliefert. Also guckt euch das Video an, aber wir werden ein neues drehen, denn bei euch hat sich viel geändert, muss man sagen. Ihr habt das angepasst. Auch noch ein bisschen was an Produktionsstätten ändern. Das ist so, denn ihr wart zum Schluss ein bisschen eng in der Fertigung, muss ich sagen. Da stand ein Auto neben dem anderen. Trotzdem, wenn du einen Bauplatz ergattern kannst, ja, dann sollte man ihn wahrnehmen. Kommt sowas schon mal vor? Also wir geben keine Bauplätze zwischendrin raus. Wenn bei uns mal irgendwo was frei wird, dann ziehen wir die Produktion vor. Okay. Arbeitet ihr daran, dass es vielleicht ein bisschen... Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Es wird was kommen in nächster Zukunft. Wird ein bisschen dauern, bis sich das auf die Produktionszeit durchschlägt. Weil ich kann mir vorstellen, der eine oder andere, der sagt, naja, in 3,5 Jahren Diagnose X, weiß ich gar nicht mehr, ob ich noch da bin, ja, und so weiter. Auch der Gebrauchtmarkt ist komplett leergefegt. Die Dinger werden unter der Hand verscherbelt. Das ist wirklich, wie kriegt man das hin? Was macht diesen Brand B-Mobil so spannend? Erfahrung, Qualität, gleichbleibende Qualität. Ich glaube auch gerade, wenn man so ein Expeditionsmobil will und damit irgendwo hin will, will man einfach wissen, ich habe Qualität, mir passiert da nichts und ja. Ganz ehrlich, wir leben in der Marktwirtschaft, hier ist Angebot und Nachfrage. Wenn es keinen Markt für Qualität gäbe, also gerade die Schweizer, ich habe mich jetzt mit Concorde und Morello unterhalten, ja, die wirklich sagen, die Schweizer, die würden jetzt kein praktisch Le Voyageur kaufen, weil die sagen, die wollen lieber was aus Deutschland haben, weil da wissen sie, das ist Qualität. Das ist natürlich ganz anders gebaut. Das ist jetzt, ich sag mal, erst die Möbel, dann das Ding drumherum, kann man gar nicht, ganz anderer Einsatz. Die stehen dann unten in Spanien für 3 Monate am Stück, ja, und haben da Freude. Hier, die Leute sind höchst mobil, muss man sagen, oder? Ja, natürlich. Wir haben auch eben in der Schweiz auch sehr viele Kunden über unseren Schweizer Importeur. Und gerade der Schweizer reist ja sehr gerne und sehr weit. Ihr habt keine Sorge mit der Zulassung mit der Schweiz. Das heißt, ist das im Prinzip COC oder ist das hier eine Einzelabnahme? Nein, das ist immer noch eine Einzelabnahme. Wir arbeiten noch nicht mit COC. Da sind wir gerade dran an dem Thema. Aber unser Schweizer Importeur macht dann diese Zulassung für uns in der Schweiz. Gut, das geht ohne Probleme. Das macht er ohne Probleme. Der macht ein paar Änderungen noch im Fahrzeug. Schweizspezifisch, Unterfahrschutz und solche Sachen. Schon. Der kommt ja Serie schon mit unglaublich vielen Extras von Iveco. Das gucken wir uns gerade mal an, auch den Zwischenrahmen, dass wir das mal sehen. Dann lassen wir die Leute noch mal rein. Fliegenschutzgitter auch hier an der Eingangstür mit drin. Und Carsten, sei mal gerade so lieb, mach die Tür noch mal zu. Ich käme vorbei, aber mit der Kamera ist mir das ein bisschen zu tricky. Kleines Detail noch, Carsten, guck mal hier, die Leuchte, die liebe ich. Wenn du die mal kurz anmachst. Die ist so hell, dass du auch den Weg findest, oder? Ja, dafür ist sie da. Die Design außen, ihr seid ja natürlich ein Hersteller, der so wenig wie möglich ändern will, weil Sachen, die gut sind, die müssen nicht geändert werden, aber ihr habt es immer wieder geschafft, richtig tolle Designs zu machen, die fotografiert werden und auf einmal siehst du andere Fahrzeuge, die mit diesem Design rumfahren. Wer macht das Design hier? Das machen wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Folierer, der Firma Werbewerk, sitzt bei uns ums Eck. Ja, und da setzt man sich hin, schaut, was man machen kann. Er hat auch immer sehr gute Ideen und die kann dann hier entsprechend umsetzen. Es ist reduziert, aber es soll ja auch nicht, ich sag mal, schlimm aussehen. Wenn du in Länder fährst, du sollst ja lieb sein und nicht irgendwie entsprechend martialisch, oder? Nein, ich will ja auch irgendwo schauen, dass ich mich so ein bisschen verstecke in dem Ganzen. Und da will ich ein unauffälliges Design, was sich, sag mal, freundlich einfügt. So, der Zwischenrahmen, wo kann man ihn sehen? Gut, Carsten. Siehst du hier recht schön? Warte mal, ich gehe mal kurz rein. Das unten, das Dunkle, ist der Fahrzeugrahmen und drüber das verzinkt ist unser Zwischenrahmen. Und der liegt da oben drauf? Hier vorne sieht man schön diese Ländlager, mit denen er befestigt ist. Es geht also nur um das untere Teil, keine seitlichen Teile, nur unten. Okay. Genau. Und das liegt da oben drauf, dann die Kabine? Liegt oben drauf auf den Original-Ländlagern von Iveco.
ist damit verschraubt und kann da drin eben die Vibrationen und die Geräusche aufnehmen. Ja, eine Dreiviertelstunde, die es gelohnt haben. Wir haben gesagt, wir machen das mal in 5 bis 10 Minuten. Das geht gar nicht. Also muss man sagen, Reisemobil EX420. Man sieht auch schon an dem neuen Bedienteil, was drin ist. Truma, das ist ein nagelneues Fahrzeug, ist gerade aus der Fertigung gerollt. Ist gerade aus der Fertigung raus, ist jetzt in den letzten Zügen zu 99,5% fertig. Himatic. Himatic, 8-Gang-Getriebe, Automatik, ja. Ja, sensationell von ZF, also wirklich ein extrem zuverlässiges Fahrzeug. Ja, hier sieht man es, wie es konfiguriert ist, 277.000 € Grundpreis und dann, warte mal kurz, jetzt sind wir scharf, ein paar Extras drin, 348.414 €, da ist die Mehrwertsteuer mit drin. Das ist ein stolzer Preis, aber du sagst, das ist eine Wertanlage auch. Ja. Man kann es 10 Jahre nutzen und wird erstaunt sein, was man noch kriegt, oder? Ich kann das Fahrzeug auch 30 Jahre nutzen. Ja, aber ich will dir nur sagen, wenn einer jetzt kommt und sagt, das hier übrigens, da habe ich schon mehrfach drüber berichtet, ist nur Show. Die ganzen Schrauben, die drauf sind, müssten nicht sein, aber das ist ein Teil. Also diese Schrauben hier außen, die halten die Schale, ja? Ja, die halten die Schale, würden aber auch im Prinzip, es würde auch Kleber langen, oder? Ja. Ja, das ist so. Aber das ist schon mal so für denjenigen, der rein will. Es schreckt ab. Es schreckt ab. So, das schreckt auch ab. Das ist Edelstahl. Das ist Edelstahl, kommt aus dem Containerbereich, ja. Wegflexen, da brauchst du schon eine Stahlflex, also für Edelstahl. Du bist schneller durchs Panel geflext, als dass du hier irgendwas an den Scharnieren und am Schloss aufflext. Und das hilft, ja. Also das kommt aus der Praxis. Wenn du sowas dran machst, haben die keinen Bock mehr. Nö. Nein, das ist einfach, ein Einbrecher will schnell rein und raus. Und schnell rein scheitert er hier schon. Und dann sucht er sich die Weißware, die daneben steht. Sehr schön. Komm, wir zeigen noch mal gerade, was serienmäßig kommt, Stefan. Das ist wahrscheinlich ein Bauteil, was schnell weg ist, oder? Der Spritzlappen? Ja. Oder hält der lang? Der hält. Der hält lang. Das ist praktisch aus der Serie, kommt auch der Unterfahrschutz. Ist der schon dabei? Das ist serienmäßig dran, ja. So, die Schäkel, kann man die belasten? Ja, sind voll belastbar, sind auch serienmäßig Iveco. Da kann ich das Fahrzeug mit bergen, kann das Fahrzeug mit verzurren auf dem Schiff zum Beispiel. Also kein Show? Nein. Also die meisten haben ein SUV-Show. Das hier ist ein Arbeitstier. Nein, das ist nichts mit Show. Wie, ist Metall? Stange. Okay, krass. Und das ist der Unterfahrschutz, guck mal gerade. In der Schweiz, was wird da noch modifiziert eigentlich? Da kommt hinten, also beim Iveco nichts mehr, aber bei den Sprintern zum Beispiel muss hinten noch ein Unterfahrschutz mit ran. Ansonsten beim Iveco muss eigentlich nichts mehr modifiziert werden. So, da sind wir. Carsten Pries von der Firma Bimobil aus Oberframmern. Das Ganze ist wirklich sensationell. Ihr bietet, ich zeige mal gerade hier, das hier ist übrigens so ein ganz kleiner Riegel, der verbaut wurde. Auch der kommt aus der Fraktion, hier kommst du nicht rein. Was bei uns auch in den Eingangstüren drin ist, ne? Das sind diese Verschlüsse. Ist das Heck hinten, da kommen wir jetzt nicht ran. Ist das genauso wie das hier? Plus, minus? Nein, der 420 hat hinten ein geschlossenes Heck, weil ich hinten das Bad drin habe. Da habe ich keine Heckklappe, da habe ich den Zugang zum Heckstauraum von der Seite. Gut, hier haben wir eine Rundsitzgruppe hinten, sehe ich jetzt gerade. Können wir uns gleich mal angucken. Ja. Ein ganz beliebter Grundriss, oder? LBX. Ist der meistverkaufte. So, LBX 365. Wir sind auf der CNT in Stuttgart. Heute ist der 17. Januar 2023. Das ist Simone Zöller. Ja. Und das ist Carsten Pries. Und dein Fazit, Simone, wie viel willst du bestellen? 2? Ich glaube, die meisten überlegen sich das lange. Vielleicht mal über die Gage verhandeln. Ja, Dann genau. machen wir das, ja. Himatic 70, 180 PS, ein 8-Gang ZF-Getriebe mit drin. Sensationell, hier steht es. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert German Television. Tschüss Carsten, tschüss Simone.